Thank you, Emma, for this wonderful start into our lecture time. That was really awesome. Yes. Ja, und ich will gerade noch anknüpfen, was Manu gerade gesagt hat im Gebet. I want to connect to something that Manuel just said in prayer. Dass Gott jetzt zu jedem von uns spricht, und einfach heute möchte ich nochmal die Einladung aussprechen, wenn ihr merkt, dass euer Herz bewegt ist und ihr was teilen möchtet, was Gott euch aufs Herz legt, dann haltet es bitte nicht zurück. That God speaks to every single one of us, and if you feel this morning that God is putting something on your heart that you want to share with us, please don't hold it back. Gut, ich will eigentlich gleich direkt wieder reinstarten, wo wir gestern aufgehört haben. And I want to start right where we finished yesterday. Wir waren ja gerade bei dem Vergleich von Elia und Elisa. We were comparing Elijah and Elisha. Haben Elia gerade abgeschlossen gehabt. We had just wrapped up Elijah. Und wollen jetzt Elisa dazu vergleichen. And so now we want to bring Elisha into the picture. Und ich habe gestern also diese Punkte noch mal ein bisschen umgeschrieben. I have reformulated these points here a little bit. Das sind die gleichen, die ihr schon genannt habt. The same ones that you named yesterday. Nur mit einem anderen Ausdruck, weil ich das dann besser mit Elisa vergleichen kann. Just with a different formulation because it's easier to compare it this way to Elisha. Außer eine Sache, die wir nicht genannt haben, ist dieser Punkt hier mit dem Fluch. And then one thing that we didn't name yesterday was this thing with the curse. Das war einfach die Situation, wo Elia diese 50 Männer zweimal mit einem Feuer direkt gerichtet hat. Remember that situation where guys were trying to arrest Elijah and twice he had fire just drop down from heaven and kill 50 people? Ja, okay. Erinnert ihr euch gerne. Gut, bevor wir reinstarten in Elisa, möchte ich, dass wir 2. Könige 2 aufschlagen. And so before we get started with Elisha now, I would like you to open up 2 Kings chapter 2. Wir lesen da jetzt nichts, aber ihr könnt es einfach verfolgen und dann wisst ihr, wo in Könige wir sind. We're not going to read this out loud, but you can just follow along so you know where we are at in Kings. Und zwar ist es die Stelle, wo dann Elisa quasi übernimmt und Elia in den Himmel fährt. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Stelle. It's that passage where Elisha takes over from Elijah after Elijah is taken up into heaven. Also Elisa hat ihm ja schon eine Zeit lang jetzt gedient, ist Elia gefolgt. Elisha has been serving, has been following Elijah for a while now. Und jetzt ist es kurz davor, dass Elia in den Himmel aufgenommen werden soll. And so we're right before that moment where Elijah is going to be taken up to heaven. Und Elia fängt schon an, ganz komische Sachen zu Elisa zu sagen, immer er muss jetzt dahin und er muss jetzt dann dahin. And Elijah is starting to say really strange stuff to Elisha. He's like, well, I have to go there or I have to go there. Und Elisa, der sagt jedes Mal, ich komme auf jeden Fall mit. And Elisha each time responds by saying, I will definitely follow you. Obwohl Elia, sein wirklich angesehener Leiter, immer zu ihm sagt, jetzt bleib doch einfach hier. Even though Elijah, who is his respected leader, keeps telling him, no, why don't you stay here? Aber Elisa hat gesagt, ganz klar gehe ich mit der richtig festgehalten an ihm. But Elisha was so adamant, he was like, I'm holding on to you. Und dann sind sie nach Bethel gekommen, nach Jericho und schließlich an Jordan. And so first they get to Bethel, then to Jericho, and finally to the Jordan. Und es war gut, dass Elisa den Elia nicht verlassen hat, weil sonst hätte er einen ganz wichtigen Teil verpasst. And it was so good that Elisha did not leave Elijah, because otherwise he would have missed out on such a crucial part. Erstens hat er dann noch gesehen, wie Elia den Jordan geteilt hat. First of all, he got to see how Elijah parted the Jordan River. Und das viel Wichtigere natürlich war, dass Elia dann Elisa gefragt hat, was willst du von mir? And the most important moment is when Elijah asked Elisha, so what do you want from me? Und was wollte Elisa von Elia? And what did Elisha want from him? Könnt ihr euch erinnern oder könnt ihr auch kurz vielleicht den Text überfliegen? Do you remember that, or maybe can you scan the text? Double portion. Ja. Einen zweifachen Anteil von dem Geist von dem Elia. He said, I want twice as much of the Spirit as you have. Was können wir da schon ein bisschen über seinen Charakter sagen? Er ist Elia so nachgegangen und gesagt, ich verlasse dich nicht. What does that show us about Elisha's character? That he sticks to Elijah in such a strong way, saying, I will not leave you. Und dann sagt er auch noch, ich will den zweifachen Anteil von deinem Geist. And then he says, I want a double portion of the Spirit that you have. Was lernen wir über Elisa? What can we learn about Elisha?
Ist er eher so ein bisschen der schüchternere Typ? Is he more like a shy personality? Nein, oder? Er weiß, was er will, er kämpft für das, was er will. Not really, huh? He knows what he wants and he fights for what he wants. Er ist eifrig. He is zealous. Und ich glaube, dass wenn er mit dem Elia mit in den Himmel hätte fahren können, dann wäre er sofort mitgefahren. And I believe that if he would have been able to rise up into heaven with Elijah, he would have gone right along. Da konnte er leider dann nicht mehr mit. That's the part that actually, sadly, he couldn't follow along with. Aber gut für die Leute, für die er dann zum Segen wurde in Israel im Nordreich. Which was good for the people of the northern kingdom, to whom he then became a blessing. Und jetzt gehen wir auch so durch die Wunder, durch die Elisa getan hat. So now we'll go looking at the miracles that Elisha did. Aber ein bisschen einfacher, also ich werde immer zu jedem Punkt einfach fragen, weil es ein bisschen einfacher ist, dann ist nicht so dieses, und was hat er alles getan, sondern wir gehen ein bisschen geordneter durch. But this time we'll do it a little bit more structured by looking at what Elijah did and asking the question, so what did Elisha do that was comparable to that? Also der erste Punkt, Elia hatte eine Hungersnot vorausgesagt, zu Elias Zeiten war Hungersnot. Wie sah es bei Elisa aus? So, first point, Elijah predicted a famine, and during his time there was a famine. What does that look like for Elisha? Das ist ein bisschen eine versteckte Stelle und ich finde es jetzt auch nicht die wichtigste, aber also zur Zeit von Elisa, er hat auch eine Hungersnot vorausgesagt, sogar eine 7-Jährige, hier hatten wir nur 3 Jahre. It's a little bit a hidden passage, and but Elijah actually also predicted a famine, even a 7-year famine. With Elijah it was just 3 years. Wenn ihr es nachschauen wollt, ist es in 2. Könige 8, Vers 1. If you want to look it up, it's in chapter 8, verse 1 of 2 Kings. Aber wir wissen auch schon vorher, dass es Zeiten auch bei Elisa gab, wo es einfach keinen Regen gab und wo Dürre geherrscht hat. But we know also that even before that, there was times during Elisha's ministry when there was a drought and where there was not much rain. Also Dürre und Hungersnot hängt ja nah beieinander sowieso. And drought and famine is something that's closely connected. It's actually from Manuel. Would it be possible to put a little bit more emphasis on the ja and the sha, because I'm having a hard time hearing the differences and I'm getting confused of which one we're Sure. talking about. Thank you. Keep your ears Oh, perked up. Standard. All right. Easy in German. Well, why don't we 2. Könige 8, Vers 1. So this was 2 Kings chapter 8, verse 1 about the famine. Okay, dann zu dem Punkt, dass er auf wundersame Weise gefüttert wurde und auch Essen vermehrt hat, ist es einfacher, was zu sagen, glaube ich. I think it's easier to find how Elisha was miraculously fed and how food was multiplied. Was hat Elisa Ähnliches getan? Where do we see Elisha doing something similar? Multiplying food. Yes? Do you know what he multiplied? Oil. Elisha? You are right. Oh, sorry. It's a little bit later on. Yes, that's right. Yeah, I think we can count that too. He multiplied oil, but not for the sake of feeding someone, but it made money for the woman. But that's right. It's in 2 Kings 4. Ja, multiplying oil. Aber es gibt auch noch ein bisschen mehr bezogen auf Essen, ein paar Wunder, die Elisa getan hat. But there was also a few miracles Elisha did that really had to do with food. It's in 2 Kings 2 and 4. You can scan that. Oh, sorry. Das findet ihr in 2. Könige 2 und 2. Könige 4, das könnt ihr euch mal kurz anschauen. With the water, when you purifies the water, the salt water that they take. Yes, that counts. Yeah. And the rest is in 2 Kings 4. Starting with verse 38. Oh yeah, that's an important information. The cooking for poisonous hot things. Ja. Er hat das Essen, den Tod aus dem Topf genommen. He took away death from the pot. Und im gleichen Absatz haben wir ein bisschen weiter eben auch noch die Multiplizierung von Essen. And then just a few verses
onwards, we have a multiplication of food, of 20 loaves. Ja. And how about, wie schaut es jetzt hier mit Jesus aus? Können wir hier auch ein Häkchen setzen? How about Jesus? Did he do something similar? Ja, er würde beachten. Gut, dann der nächste Punkt. Er hat einen Toten auferweckt. Elia hat einen Toten auferweckt. Wie sieht es bei Elisa aus? We know that Elijah raised a child from the dead. What about Elisha? Ja, Der die Kind von der Frau aus Schunem. genau. Sehr gut. Die, Könige 4. 35 sogar schon. ja, genau. Könige 4. Der Sohn der Schunamiterin. That's right. Also in 2 Kings chapter 4, the son of the Shunammite. Und hier finden wir auch schöne Parallelen zu Jesu Charakter, finde ich. And I feel like here we see such beautiful parallels with Jesus' character. Weil diese Frau kommt ganz verzweifelt zu Jesus und greift seine Füße, fällt vor ihm zu Boden. To Elisa? Zu Elisa, ja. Because this woman here, she comes in desperation to Elisha and she grabs his feet, she holds on to his feet. Und der Diener von Elisa sagt dann zu ihr, jetzt geh da weg, du kannst doch nicht so auf die Füße von Elisa fallen. And the prophet's servant, he's like, no, go away, you cannot just go touching the prophet's feet. Aber der Elisa sagt dann, lass sie, ihre Seele ist betrübt, sie darf zu mir kommen. But Elisha says, let her be, her soul is troubled, she can come to me. Also, ich finde, es ist auch wie Jesus seine Art. And I really see Jesus' heart in that. Und dann sagt Elisa zu dem Diener, geh du und erweck den Sohn wieder zum Leben. And then Elisha says to his servant, you go with my staff and bring that child back to life. Und dieser Diener, konnte der den Sohn zum Leben erwecken? Erinnert ihr euch? Was he able to do that? Do you remember? Ja, er war nicht fähig. It did not work out. He did not get the child to come back to life. Elisa musste selber kommen, hat dann dieses Kind zum Leben erweckt. Elisha had to go himself to bring this boy back to life. Und gibt es da auch eine Stelle im Neuen Testament, die uns an das erinnert? Do you remember a passage from the New Testament that reminds us of that? Yes. When Jesus tells the centurion to go back to his home to check his servant, and when he does, the servant is alive again. Ja. Das, genau, ist ähnlich, aber ich meine eher so, ja. Aber ich meine eher einen Vergleich, der Diener konnte ja den Sohn nicht zum Leben erwecken von Elisa. That is true. That is a similar situation. I meant something where actually someone was sent and was not able to bring a person back to life. Or not a person back to life, aber ich glaube, die Dämonen austreiben war das. Or maybe that with Jesus was about driving out demons? Or Er hat auch seine Jünger mal gesandt, dass sie Dämonen austreiben konnten und sie sind zurückgekommen und haben gesagt, wir haben es nicht geschafft. Remember one time Jesus sent out his disciples to drive out demons and they came back and they said, we weren't able to do it. Ja, also ist auch eine Parallele. So I see a parallel there with Jesus as well. Und wie sieht es bei Jesus aus? Er hat Tote auferweckt. How about Jesus? Did he raise dead people? Yes. Ich weiß nicht wie viele, aber generell können wir hier auf jeden Fall auch beobachten, dass Elias Liste am kürzesten ist. And I don't know how many exactly, but something we can generally observe here is that Elijah's list is the shortest. Und Elisas Liste ist da schon länger. And then if we'd make a complete list of Elisha's stuff, it would be longer. Und bei Jesus ist die Liste dann noch viel länger. And what we know about Jesus' miracles would just explode the list. Ja. Ja. Eine ganz kurze Frage. In was für einer Stelle kommt das vor, wo die Jünger zu Jesus zurückgehen und dann sagen, Das muss ich nachschauen. Das war für mich auch eine ganz... Ich schaue es nach. Okay. Und das bezieht sich jetzt auf Rise to Death, oder? Aber, achso, ja genau, aber das war jetzt nur ein Exkurs, also das hat jetzt nicht mit Toten, das ist halt in der Geschichte bei Raise the Dead, aber bei Jesus war es halt was anderes, aber ich fand einfach die Parallele. Aber es ist nicht so wichtig, mir ist einfach aufgefallen. we found it. It's Yeah? Do you want to, what's the context exactly? Because Luke 9:37.
Thank you. Perfekt. Okay. Dann können wir weitergehen zum nächsten Punkt. Das war dann eben dieser Fluch. Elia hat ja dieses Feuer gesandt auf 2x50 Männer von dem König. The next point is this curse where Elijah had fire fall on these two groups of soldiers, 50 men each. Was wisst ihr noch über Elisa, wo der so Gericht ausgesprochen hat über Leute? Do you remember a story where Elisha spoke out judgment over people? Ja, willst du sie auch nennen? You want a name? When the prophets of Baal, with the prophets of Baal, when they burned up. Ja, aber das war auch Elia. Aber was war mit ihr? That's true, but that was also with Elijah. What about Elisha? A story with two bears. Erinnert ihr euch noch? Es ist in 2. Könige 2, ab 23. It's Yeah. in 2 Kings chapter 2, starting with verse 23. Also the floating axe head? Um, Or was that? that's not a curse. Oh, curse. Oh, sorry. Ja. Du weißt was mit den 2 Bären? Genau. Mit den Kindern? Ja, die Kinder gefressen haben. A story with the two bears that mauled the children. Also ich habe mir bei der Story nur gedacht, warum? Nur weil sie ihn Glatzkopf nennen. And I looked at this story and I asked myself, why? Just because they call him Baldy? Und die nächste Frage wäre dann, was hätte denn Jesus getan? Also hat Jesus auch Leute so stark verflucht? And so the next question in my mind would be, what would Jesus do? Did Jesus curse people like that? Flucht nicht, aber der hat ja da Außenstände rausgeschmissen, als sie da Blitze gemacht haben. Aber I don't think that Jesus curses, but he did throw people out of the temple. Also Jesus war sehr klar auf jeden Fall. One thing we also see with Jesus is that he was very direct. Aber ich habe jetzt auch an nichts gedacht, wo ich gedacht habe, da hat er jetzt jemand verflucht sozusagen. Es gibt ja am Kreuz das Gegenteil, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also wo er Ja. Fürbitte für die Menschen, die ihn da... Sehr schöner Punkt, ja. Genau. Nämlich die andere Richtung des Geistes aus. On the cross, he actually did the opposite, where he says, Lord, forgive them, for they don't know what they're doing. He, instead of cursing, he interceded for them, which is like in the opposite spirit. Ja. Und was mir gerade auch noch kam, also Jesus in dem Moment wurde ja selbst verflucht an unserer Stelle sozusagen. And the connection I make there is that Jesus himself was cursed on our behalf. Und eine Sache, die mir auch noch eingefallen ist in Bezug auf Jesus, ist, als die Jünger zu ihm gesagt haben, irgendjemand war böse, ich weiß es nicht mehr genau, aber die Jünger haben zu ihm gesagt, dürfen wir Feuer vom Himmel erbeten? And remember that one story where the disciples were angry with some village or something, and they said, can we just throw fire down on these people? Und was denkt ihr, woher haben sie denn die Idee, dass Feuer vom Himmel kommen kann? Where do you think they got the idea that fire could fall from heaven on something, someone? Also die haben sicher irgendwie da an Elia gedacht. Surely somehow they were thinking of Elijah at that moment. Aber was hat Jesus gesagt? But what did Jesus say? No. Ja, nein ist seine Antwort. Also ich finde, das ist so ein schönes Beispiel, dass Jesus eben in diesem anderen Geist agiert. So Jesus' answer is no. So I think it's so beautiful that he operates in this opposite spirit, Ja. this different spirit. Bitte? Was war das für ein Kontext für das? Im Neuen Testament habe ich leider die Verse nicht so ganz. Das müsste ich auch nachschauen. Again, that's something where we have to search for the exact passage. You can also Google it, that's pretty quick. Ah ja, that's right. Ja. I also thought about when Jesus curses the fig tree. Because like, Good, yeah. yes. Yeah, very good thought. Mark also mentioned that this morning, and then he put like this. But I actually think it's right. He's here. Yeah. And it's nice that he only cursed the fig tree and not a person, right?
Das ist ziemlich cool, dass er nur den Feigenbaum verflucht hat und nicht irgendwelche Menschen. Ja, thank you. But he did prove that he has the power. Yes, das stimmt. Yeah. Da haben vielleicht die Leute dann auch dran gedacht, der gleiche Geist wie Elia und Elisa. So possibly this was something that the people noticed and said, wow, it came to happen. It's the same spirit of Elijah and Elisha. Stimmt, sehr gut. Ja, was hast du gesagt? Then there was a herd of pigs that he sent into Ja, gut. drowning. That's actually what I was So we understand why I put this, right? Okay, ja, verstehe ich also, warum ich bei Jesus auch ein Häkchen gemacht habe. Okay, gibt es noch weitere Gedanken zu dem Thema oder können wir weitergehen? Do you have more thoughts about this? Or if not, let's continue. Okay, dann reden wir zuerst mal über den wundersamen Tod von Elia. So let's talk now about the miraculous death of Elijah. Also er ist ja eigentlich gar nicht wirklich gestorben. I mean, he didn't really die. Aber was ist bei Elisa Besonderes? But what was special about Elisha's death? In dem Kontext mit Sterben und Wiederauferweckung? In this context of death and resurrecting? Ja. Did everyone get it? His bones had the power to resurrect someone, Emma said. Es Yeah, ist in he like dies and then Jude calls him his grave name. ja, 2. König 13, 21. 2 Kings 13, verse 21. Yeah. Yeah. Ja, also das ist auf jeden Fall auch cool. Das ist nur eine kleine Passage. That's a cool moment there. It's just a short passage. Aber stellt euch mal vor, diese moabitischen Räuber oder wer da dabei stand und die anderen Leute, die sehen, dass auf einmal dieser Mann wieder lebendig wird. But imagine this group of Moabite raiders, whoever was standing around that grave, how they reacted when suddenly this guy comes back to life. Das ist eigentlich eins der größten Wunder, die wir erleben können. And someone coming back from the dead. That's like one of the greatest miracles we could ever experience. Ja. Daher kommt also das Grave-Soaking, was einige Leute machen. Oder wie? Oh. Was noch? Ja. Weiß ich gar nicht, das kenne ich noch gar nicht. Vielleicht. Wenn Sie dann das Leben suchen, ist das schön. Davon kann Jonathan uns nachher noch ein bisschen mehr Ja, erzählen. genau. Ja, und natürlich in dem ganzen Kontext Tod und Wiederauferstehung, was können wir über Jesus sagen? And of course, in this whole context, dying and resurrecting, what can we say about Jesus? Did Jesus die? Yes. Okay. Did he remain dead? But, No. Was there people rising from the dead? Yes. sehr gut. Okay. Aber ich denke, es ist wert, es zu erwähnen. I think it is worth mentioning Es it. ist immerhin der Weg für uns ins ewige Leben. I mean, after all, it is our way to eternal life. Ja. Okay, und dann das letzte noch der geteilte Jordan. Wie sieht es bei Elisa aus? And then this miracle here of parting the waters of the Jordan. What did that look like for Elisha? After Elijah dies, then Elisha leaves and then the water splits and he puts the staff. Ja. Ja. Und das heißt, also Elisa hat den Mantel von Elia genommen und hat auch den Jordan geteilt. Elisha took up the mantle, the coat of Elijah, and then the Jordan also split in two in front of him. Ja. Und Jesus hat, glaube ich, nicht den Jordan geteilt. Jesus, I don't remember him parting the Jordan. Aber generell ist es schon ein Zeichen Gottes. Er hat das Volk ja durchs Rote Meer geführt, aus
aus Ägypten hat er Israel herausgeführt und das Meer geteilt. What we do see here is a parallel to when God led his people out of Egypt and parted the sea. Also es ist einfach so ein Zeichen, hey, da ist der Geist Gottes da. And so it was a sign for the people, okay, the Holy Spirit, the Spirit of God is moving here. Okay, jetzt fällt euch sonst noch was ein zu Thema Prophetie, was Elisa vielleicht prophezeit hat, oder einfach auch noch andere Geschichten von Elisa, die wir noch nicht besprochen haben? Can you think of some more things, some more miracles of Elisha's, maybe about prophecy that he spoke out or other miracles? Someone already mentioned the accident. Ah, yes. Who mentioned the accident? Ah, ja, ja. Right. Ja, das ist einfach ein weiteres Wunder von Elisa, das er getan hat. It seems like just a random miracle of Elisha's that is recorded. Ja, aber erinnert ihr zum Beispiel euch auch, wolltest du dazu noch mehr sagen? Did you want to say something more about that story? No, I just think it's cool because it seems really small. Ja. Ja. Aber für die Leute damals war es, glaube ich, auch echt in dem Moment richtig wichtig, weil es finanziell teuer gewesen wäre, wenn die geliehene Axt weg gewesen wäre. But I think at that moment for that person it was really significant because that would have been really costly to have to pay for that axe that was missing. It seems a lot like a Jesus miracle to me, because like it seems small to us, but to that person it was very large. But it was a very personal miracle for that person, just to show that he cared. Oh ja, das hast du sehr schön formuliert. Yeah, so you put that really well. Ja. Hat jemand gerade noch eine andere Story? Sonst sage ich noch zwei andere, glaube ich. Ja? Mit Namen? Ja. Genau. Sehr gut. Willst du es noch? Also, du sagst Naaman, der wurde geheilt, ja, weil er im Teich untergetaucht, im Jordan musste er untertauchen, genau. Right, you mentioned the story of Naaman who was healed from his skin disease because he took a bath in the Jordan River. Und was haben wir da für eine Parallele im Neuen Testament? Can you think of a parallel in the New Testament? When Jesus heals the guy on the Sabbath, and then I don't remember the exact story, but he goes into the water. Bethesda. What? It's the pools of Bethesda. Sure. Probably, yeah, I think it's the same. Like it's a blind man and he has to. Yeah, exactly. Und eine Sache, die ich noch erwähnen will, weil ich sie schön finde. One thing I want to also mention, because I think it's beautiful. Und zwar hier in dem Bereich, also der Elisa hat einige Prophetien gegeben. Elisha gave quite a few prophecies. Und unter anderem hat er auch vorhergesagt, dass Israel die Moabiter besiegen wird. Among other things, he prophesied that Israel would defeat the Moabites. Und dann hat er zum einen vorhergesagt, dass obwohl kein Regen gegeben hat, dass diese Stadt mit Wasser gefüllt werden wird. One time, he promised that even though it hadn't rained for a long time, water would come flooding in. Und eben, dass sie siegen werden gegen die Moabiter. And also that they would gain victory over the Moabites. Und die Form, wie sie gesiegt haben, war dann folgende, dass das Wasser, das diese Stadt gefüllt hat, sich rot gefärbt hat. And the way that this came about was that the water that had flooded in, it looked red. Und die Moabiter haben dann gedacht, dass die Israeliten ein riesiges Blutbad unter sich veranstaltet haben und alle tot wären. Remember the story? The Moabites thought that, oh, that's blood because they must have fought among themselves and killed each other. Und dann sind sie gekommen und die Israeliten konnten halt die ganzen Moabiter umbringen. And then they just walked in and didn't know what was going on, and the Israelites were able to attack them and kill them. Und das Schöne daran, oder das finde ich ein schönes Zeichen daran, ist, dass dieses Wasser in Rot verwandelt wurde. And for me, I see a beautiful significance in the fact that the water turned red. Warum denkt ihr, dass das besonders ist? Do you have an idea why that might be special? Wo sonst wurde noch Wasser in Rot verwandelt? Where's another time, another episode in the Bible where water turned red? Ja, genau. Jonathan hat gesagt, im Nil, also das war eine der Plagen, wie die Israeliten aus Ägypten geführt wurden. The Nile River turned red. That was one of the plagues that led to the Israelites being led out of Egypt. Und wo Jesus Wasser in